Guten Morgen aus Nizza. Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang vom Review drücke ich ein bisschen auf die Tränendrüse. Wollt ihr, dass Jesse und ich unseren Job weitermachen können? Ja, dann abonniert genau jetzt den Kanal, denn hier bekommt ihr von ihr oder mir jeden Tag eine neue Karre vorgestellt. Macht euch zum Review-Goat da draußen, abonniert jetzt den Kanal. Und da hinten seht ihr schon die Leute, die wirklich arbeiten, nämlich die unser heutiges Testobjekt vorbereiten, dass es so toll in der Sonne oder im Schatten aussieht, wie das, was wir heute dabei haben. Und ganz ehrlich, das Auto, was ich dabei habe, das hat von mir die Überschrift bekommen, der bessere Golf, Fragezeichen, das mutigere Design, die bessere Qualität. Und tatsächlich haben wir euch den ja im Studio vorgestellt und ihr habt gesagt, boah, ist das ein krasses Auto, da muss sich der Golf aber strecken. Warum, werden wir heute in unserem Review zum Peugeot 308 SW besprechen. Und dieses Auto hat zwei Plug-in-hybride Antriebe, ne? Hat iToggle da drin, sehr modernes Infotainment. Wir haben es jetzt quasi als Kombi hier in der Ausstattungsvariante Allure Pack mit dem Plug-in-Hybriden mit 180 PS, den man also auch an der Steckdose laden kann. Und was werden wir mit dem heute zusammen machen? Wir werden nochmal alles besprechen, aber hauptsächlich geht es um den Fahrbericht. Optik, Innenraum, Rückbank, Kofferraum, Preis, Wettbewerber, all das gibt es in diesem Review. Den ehrlichen Verbrauch, die ehrliche Reichweite. Und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch. Abonniert den Kanal und dann ist das Auto dran. Von mir wird heute echt keiner verschont. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner. Das ist GoLeasy. Die Jungs würde ich auch gern jeden Tag abknutschen, weil die haben eine gute Idee. Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern. Ja, und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euer Traumwagen, wenn es denn der 308 als SW ist. Schaut da gern vorbei und auch ansonsten. Und jetzt spricht man so ein bisschen über die Historie von diesem Auto. Und in Deutschland gibt es natürlich mit dem Golf, machen wir uns nichts vor, einen Platzhirsch. Und allein schon, dass man den in einer Reihe mit dem Golf nennt und die Überschrift wählt, ist er vielleicht besser, ist ein Riesenkompliment. Dieses Auto hier gibt es ja schon lange, inzwischen dann ab Anfang 2022 als Kombi in dritter Generation. Die Vorgängergeneration, die kam 2013 auf den Markt. Inzwischen ist aber viel passiert. Nicht, weil es eine französische Marke ist und war, sondern weil die ja bei PSA untergeordnet ist. PSA gehört inzwischen zum Stellantis-Konzern. Und da hat man sich was bei VW abgeguckt, nämlich die Plattformarchitektur. Ne? Heißt eine Plattform mit unterschiedlichen Mützen drauf, die dann unterschiedliche Markennamen haben. Hier jetzt, in dem Fall ist es die EMP2-Plattform, die gestreckte Version. Und das ist sehr spannend, weil da passen ein Elektromotor rein, ne? Plug-in-Hybride, Diesel und Verbrenner. Da ist man sehr flexibel und auf der Plattform im Konzern steht natürlich der DS4, der ja so eine Mischung irgendwie aus Coupé und Limousine und SUV ist. Sehr beliebt, haben wir euch vorgestellt. Der Opel Astra L, der richtig gut ankommt zum Beispiel auch. Und eben der Peugeot 308. Und jetzt ist es sehr spannend, weil am Anfang war mir die Positionierung nicht so ganz klar. Inzwischen habe ich es gecheckt. DS, das ist Luxus aus Paris. Peugeot, das ist eine Designmarke inzwischen, eine bezahlbare Designmarke mit guter Qualität. Opel, das ist Luxus aus Rüsselsheim. Ne? Citroën ist so der Volkswagen der Marke. Spannend wird jetzt natürlich sein, wie ordnet sich da jetzt Fiat, Jeep, Alfa ein bei Stellantis. Aber ich muss es ja nur bewerten, zum Glück nicht machen, weil das ist eine echte Aufgabe, die da auf die Jungs wartet. Hier haben wir das kompakte Kombi-Segment und da gibt es mit dem Golf-Variant in Deutschland ganz klar einen Platzhirschen. Ne? Der steht auch auf einer Plattform, auf der zum Beispiel der Seat Leon Sportstourer steht, auf der zum Beispiel auch der Skoda Octavia als Kombi, damit C geschrieben, steht. Und ganz viele haben geschrieben, ey Jan, also Sportswagen oder Sportstourer, was du hier sagst, oder Stationwagen, das stimmt doch alles gar nicht. Es heißt SW, die anderen Begriffe sind geschützt, steht für Kombi. Ja? Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Ausmaße.
Und ja, dieses Auto hier ist 4,64 Meter lang, 1,85 breit und 1,44 hoch. Und damit im Vergleich zum Vorgänger stolze 6 cm länger. Der Radstand mit 2,73 ist 5,5 cm länger, was dem Innenraum zugutekommen soll. Er ist 2 cm breiter, 2 cm flacher, was natürlich ein sehr geiles Design macht. Und spricht man über das Design, so kann man jetzt erstmal sagen, okay, es gibt Active, ne, Allure oder GT, dann noch die Pack-Versionen. Hier ist übrigens die mittlere, die Allure Pack-Version drauf. Aber erstmal haben viele geschrieben, ey, das Design ist so geil, das ist noch mal geiler wie zum Beispiel beim Astra und das ist noch mal, ja, vielleicht ein bisschen mutiger dann zum Beispiel im Vergleich zum Golf. Der Golf natürlich sehr gesettelt, hat sich kaum verändert und das wird Kunden finden. Wenn man das Auto jetzt von vorne anschaut, haben wir hier das neue Peugeot-Logo drauf mit dem Löwen. Dahinter, sehr smart, verbindet sich die Radarsensorik, hat man gut gelöst. Das Logo ist auch mutig, stolz. Und hier in dem Kühlergrill sieht man schon, wir haben nicht GT, der hat hier ein anderes, ein bisschen ja, diamantförmigeres Innenleben zum Beispiel. 308 steht hier drauf und wenn man von vorne dann schaut, ist Serie LED-Leuchten. Hier steht es, LED-Technologie, die ist jetzt hier drin. Sieht fast ein bisschen aus wie eine Halogenleuchte, ist aber keine. Und wir haben hier die Klaue nach unten, sehr typisch Peugeot. Und die ist hier nahezu durchgängig. Bei GT haben wir euch das gezeigt, hat die Unterbrechung. Auch dieses Element ist hier geschlossen. Sieht von vorne ein bisschen zurückhaltender aus, ne? Ein bisschen braver. Hier unten nochmal ein Lufteinlass, aber brav ist es nicht wirklich, sondern es ist ziemlich mutig, was die Franzosen machen. Und dafür gibt es von mir einen Daumen nach oben. Und wenn man jetzt hier ins Profil geht, dann sieht man schon mal, Alter, viele werden sagen, kompakte Kombi. Das sieht ja fast nach Mittelklasse aus. Ja, das Auto ist riesig, denn der ist nicht nur 6 cm gewachsen im Vergleich zum Vorgänger, sondern der Kombi ist auch stolze 28 cm länger als der Fünftürer. Und jetzt seid ihr einmal ganz drum rumgegangen und ihr seht schon, ab hier hinten hat man nicht einfach gesagt, ja, wir nehmen das Design vom Fünftürer und machen irgendwie ein Kombi draus. Nee, das sieht von hinten ganz anders aus. Jetzt gehen wir allerdings nochmal zurück und naja, wir haben hier natürlich kleine Elemente, damit der Nachbar sieht, Mensch, der Jan ist aber mit einem PHEV, mit einem Plug-in-Hybriden unterwegs. Hier steht es drauf, Hybrid. Ne? Das Auto ist immer frontgetrieben, 16, 17, 18 Zoll Felgen bekommt. Hier sind 17 Zöller drauf, Peugeot mit dem Löwen hier richtig stolz drin. Schwarze Spiegelkappen haben wir hier, kein schwarzes Dach, kein Glasdach. Schöne Bügeltürgriffe, die praktisch sind, hinten abgedunkelte Scheiben. Und ihr wollt natürlich von mir wissen, sag mal Jan, wo ist denn der Akku? Der sitzt genau hier hinten. Und als hätte man das geplant in der Plattform, kann man dieses Auto auch hier laden. Und das ist ganz wichtig, 12,4 Kilowattstunden ist der Akku groß, sorgt dann für eine Reichweite von um die 60 Kilometer nach WLTP. Und wenn ihr den jetzt zu Hause einfach nur an die Steckdose stecken wollt, dann wäre der in knapp unter 7 Stunden voll, ist natürlich lang. Er kann dann ja auch mit 3,6 kW AC laden, dann wäre er in unter 4 Stunden voll. Oder er kann auch AC laden mit bis zu 7,4 kW. Und wenn man den dann an eine 22 kW Station steckt mit 7,4 kW, also dafür sorgt, dass er immer den Druck hat, wäre er in einer Stunde 50 etwa voll, was richtig gut ist. So macht man das dann zu und wenn man jetzt ans Heck geht, dann seht ihr, also das Auto ist nicht nur von vorne mutig, sondern auch von hinten, denn wir haben andere Rückleuchten. Die ragen hier mehr in die Klappe rein, ja, sind so ein bisschen dreigeteilt und der ist von hinten sehr kantig, würde ich fast sagen, für ein Kombi. Riesiger Dachkantenspoiler, hier nochmal so ein rausstehendes Element im Vergleich zum Hatch, also zum Fünftürer haben wir hier kein schwarzes Leuchtenband. Peugeot-Zeichen ist hier wieder drauf, Hybrid steht hier. Rückfahrkamera haben wir hier 308 und eigentlich will ich beim Auto, was in der Form hier 1450 Kilo an Haken nimmt, nichts kritisieren, aber ist ja auch mein Job, ein bisschen was finde ich ja immer. Schaut mal hier, diese angedeuteten Fake-Endrohre, die finde ich nicht so schön. Vielleicht findet ihr auch wirklich ein Endrohr da unten irgendwo, wenn ihr genau guckt, aber das ist nicht so geil. Dafür sind hier oben die Finlets ganz cool. Der Dachspoiler, die hinten abgedunkelte Scheibe ist richtig gut. Also viele Leute, die Eier haben, würden sagen, ich will vielleicht mal kein Golf-Variant, sondern Peugeot 308. Jetzt spricht man über den Kofferraum und da bin ich ein bisschen verwirrt, weil, naja, also ich habe gelesen, dass man bei dem Kofferraum immer eine elektrische Heckklappe hat man jetzt hier nicht. Wir haben mal exemplarisch unseren Koffer hier drin gelassen, dass ihr seht, wie groß das Kofferraumvolumen ist. Bevor ich dazu komme, wir haben einen neuen Kooperationspartner, Motul.
Die machen nicht nur ziemlich geiles Motorenöl, was ihr euch dann in der Werkstatt aussuchen könnt, sondern auch Pflegeprodukte, mit denen wir die Autos hier putzen. Wenn es nicht die Jungs da hinten tun, danke nochmal an der Stelle. Und bevor wir jetzt über das Kofferraumvolumen sprechen, haben wir hier nochmal ein Ladekabel für Schnellladen in Anführungszeichen. Mit nochmal hier so Handschuhen drin, dass man sich die Hände nicht schmutzig macht. Auch da könnte man jetzt kritisieren, okay, also ein bisschen mehr Schnellladen wäre vielleicht schon noch drin. VW lädt auch nicht schneller, hat das aber in Arbeit. VW lädt sogar nur bis 3,6, die bis 7,4 kW. Und jetzt finde ich es eigentlich auch immer ganz spannend, dass wir hier mal was in den Kofferraum reinmachen, damit ihr seht, wie viel Platz da ist. Hier ist die Kachel für zu Hause, fürs Laden an der Haushaltssteckdose. Und hier unten seht ihr dann einen Teil vom Akku. Seht ihr das? Kachel hier hat richtig schön Platz. Und jetzt spricht man über das Volumen vom Kofferraum. Ja, 600 bis 1600 Liter. Normalerweise. Aber da hinten ist ja noch der Akku drin. Heißt, da fallen jeweils so etwa 60 Liter weg. Das ist okay, schaut rein, ist immer noch sehr viel Platz. Und im Vergleich zum Fünftürer haben wir hier drin nahezu 200 Liter mehr Platz, was gut ist. Was das Beste ist hier hinten, ist eigentlich diese Abdeckung, die ihr auch rausnehmen könnt. Jessys Lieblingstrick ist, dass sie immer so macht und das funktioniert. So funktioniert es jetzt, sie fährt raus. Und ich mache euch mal dieses ganze Teil hier raus, lege es auch hinten rein und dann klappe ich hier mal um an diesem Haken. Schaut euch das an. Und jetzt könnt ihr natürlich nahezu da hinten drin pennen. Ich mache mal den Koffer hier, unseren Filmkoffer noch mal raus, dann seht ihr das besser. Nahezu keine Ladekante, das ist schon richtig gut. Verwirrt bin ich eben, weil ich dachte eigentlich, dass der immer eine elektrische Heckklappe hier hinten hat. Hat er nicht, muss ich mit der Hand machen, aber schaut euch das an, das ist wirklich okay, die ist nicht schwer. Ach, bevor ich es vergesse, ihr könnt ja nicht nur laden, sondern natürlich auch mit Benzin betanken. Auf dieser Seite 40 Liter Benzintank. Damit habt ihr halt insgesamt eine relativ hohe Reichweite, komplette Flexibilität. Wobei ich immer an der Stelle an den Videos sage, wenn ihr nicht vorhabt, so ein PF an der Steckdose zu laden, dann kauft euch was anderes. Auch wenn es hier natürlich eine Förderung gibt von bis zu 7.000 € und ihr zahlt nur 0,5% Dienstwagensteuer. Jetzt springen wir mal zusammen auf die Rückbank. Ja, und jetzt seht ihr, warum deutsche Kombis mögen. Weil hier hinten ist viel Platz für den Kopf, ich habe Platz für die Knie und hinten ist auch wieder viel Platz. Ich kann leider nicht die Rückbank hier nach vorne oder hinten schieben, ist aber gar nicht nötig, weil hier ist richtig viel Platz. Auch hier die Kopfstützen kann ich schön verstellen. Ich habe hier eine Armauflage zum Beispiel, auch richtig praktisch. Und wenn wir uns jetzt mal hier vorne anschauen, haben wir zwei USB-C-Stecker, nochmal so ein kleines Fach, zwei Lüftungsdüsen und naja, guckt mal hier die Verarbeitung von dem Leder und das ist echtes. Ist das echtes? Ich denke schon, ja, ist echtes Leder. Das ist toll, wirklich das großartig gemacht. Zwei Leuchten haben wir hier übrigens im Astra, sind auch ähnliche Leuchten drin. Ja, und Platz habe ich natürlich ohne Ende hier. Das ist richtig gut. Jetzt schauen wir mal noch in die Tür. Warum machen wir das so genau? Naja, beim Golf wurde ja sehr kritisiert, dass da zu viel Hartplastik drin ist. Hier haben wir auch hartes Plastik, aber eben weniger, mehr Stoffbezug hier, mehr Leder. Und der Türgriff hier, ja, der könnte ein bisschen mächtiger sein. Aber natürlich ist es auch ein Unterschied im Vergleich zu diesem GT-Pack, ne? Weil das ist natürlich nochmal feudaler in der Tür. Was jetzt sehr spannend ist, sind die Motoren. Ich mache mal vorne auf. Und bevor wir über die PHEVs sprechen, sprechen wir vielleicht erstmal über die konventionellen Verbrenner. Da gibt es ja auch immer noch echt viele Leute, die darauf stehen, zum Beispiel ich, gerade auf dem Diesel. Fangen wir aber mit den Benzinern an. Ist nur ein 1,2 Liter dann mit 110 oder 130 PS. Bei dem größeren habt ihr dann die Wahl. Da könnt ihr dann einen 8-Gang-Wandler-Automatik drin haben, sonst immer 6-Gang-Handschaltung. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen 1,5 Liter Diesel mit 130 PS. Der hat natürlich viel Drehmoment, einen sehr guten Verbrauch, was richtig gut ist. Aber im Vergleich zu dem Diesel haben wir hier einen Plug-in-Hybriden, der voll förderfähig ist und der den Diesel ja in Zukunft ersetzen soll, was schade ist für den Diesel, weil der hat immer noch seine Vorteile, aber das ist halt eben die Zukunft. Basis von dem Motor ist immer ein 1,6 Liter Verbrenner, also ein Benziner. Ja, und dazu kommt dann zu dem Motor der 150
oder 180 PS hat, immer ein 110 PS Elektromotor. Bei der größeren Version hat er 180, bei der kleineren 150. Ja, und insgesamt kommen wir hier auf eine Systemleistung eben von 180 PS wie hier oder 225 PS beim größeren. Der größere Motor hat die gleiche Hardware wie der hier. Der hier ist nur ein bisschen gedrosselt, was man auch an den Leistungsdaten sieht. Der Verbrenner hat 250 Newtonmeter Drehmoment, der Elektromotor 320. Addieren kann man die Werte nicht einfach, dann kommt man hier auf 360 Newtonmeter. Das Auto wiegt 1750 bis 1850 Kilo, je nach Ausstattung, die da drin ist. Und ja, dann mit dem ganzen Drehmoment und der Leistung, wenn der Akku voll ist, schaffen wir es, den in 7,7 Sekunden auf 100 zu beschleunigen, 225 km/h wieder schnell. Im Vergleich dazu, 0,1 Sekunden schneller ist nur die 225 PS Plug-in-Hybrid-Version und die wird 235 km/h schnell, also auch 10 km/h schneller, aber braucht auch ein bisschen mehr. Verbrauch ist hier angegeben mit 1,1 bis 1,2 Liter und 15 Kilowattstunden Strom. Damit kann man immer relativ wenig anfangen, finde ich, beim frontgetriebenen Auto hier. Deshalb sind wir ja hier, ne? Und was wir machen werden, ist einfach mal jetzt schauen, wie viel wir wirklich verbrauchen. Aber zuerst müsst ihr euch gedulden. Wir schauen mal den Innenraum an, dann wird gefahren, dann gibt es ein Fazit mit allen Preisen. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum und der ist natürlich ultra spannend, weil wir haben euch, glaube ich, bisher nur GT gezeigt und jetzt haben wir hier halt Allure Pack. Dass ich euch keinen Scheiß erzähle, kennt ihr genau hier. Kann allerdings immer sein, so sieht er aus, der Schlüssel, dass wir hier eine französische Version haben, aber ich zeige den euch jetzt genauso wie er ist, weil so wie er ist, finde ich ihn gut. Man muss nur wissen, 3D haben wir jetzt hier nicht drin, dafür müsst ihr bitte unsere anderen Videos anschauen. Und jetzt sprechen wir natürlich erstmal über die Sitze. Und die sind echt richtig bequem, geben guten Seitenhalt. Schaut euch mal die Materialverarbeitung hier an, das Leder, sehr weich, tolle Steppung hier drin. Stolz der Peugeot-Löwe hier oben in der Kopfstütze, die könnt ihr auch verstellen. Hier nochmal so ein graues Leder drin, also die Sitze sind echt schon à la Bonheur, wie der Franzose sagen würde. Und wenn wir jetzt zusammen ein wenig in die Tür schauen, dann haben wir oben etwas Stoff. Natürlich auch ein bisschen Hartplastik, die Armauflage ist gut gepolstert, unten Hartplastik und ultra viel Platz in der Tür, was schon sehr cool ist. Was ich mir immer in Autos wünsche, ist eigentlich ein Glasdach, haben wir hier nicht drin. Oder dann zumindest einen dunklen Himmel. Viele mögen keinen dunklen Himmel, weil der so ein bisschen drückt. Manche mögen lieber einen hellen Himmel, manche mögen kein Glasdach. Ihr habt die Qual der Wahl. Was toll ist hier drin, ist la Architecture de l'Intérieur. Schaut euch das mal an, wie stimmig das hier ums Eck geht, die Ebenen hier drin. Viele kritisieren ja bei Peugeot dieses kleine Lenkrad, was oben unten abgeflacht ist. Ihr könnt das verstellen und da ist halt ein bisschen tricky, ne? Müsst ihr halt so weit runterstellen eigentlich, dass ihr oben noch dieses digitale Cockpit seht. Und ganz ehrlich, war am Anfang auch kritisch, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und dann will man manchmal nichts anderes mehr oder man mag es nicht. Deshalb sollte man Probe fahren oder dieses Video jetzt bis zum Schluss schauen. Mitteltunnel ist relativ breit, verjüngt sich dann zu mir hin. Hier haben wir so eine Armauflage mit USB-Stecker hier drin. Ganz spannend, ne? Und da ist echt relativ viel Platz. Hier haben wir dann nochmal ein kleines Fach. Und das Handy findet da vorne gut Platz in der induktiven Ladebox und man kann da dann auch nicht drauf schauen, ist gut oder eben nicht. Kleiner Toggle. Hebel hier für die Gänge, ein Battery-Modus hier gibt es auch für eine stärkere Rekuperation, Drive-Modi gibt es auch hier drin, zeige ich euch beim Fahren. Hier ist der Cup-Holder, der ist gut und man kann den hier auch so zufahren, dann ist auf einmal aufgeräumt hier drin, wünsche ich mir eigentlich für zu Hause, für mein Wohnzimmer. USB-C-Stecker hier, 12 Volt Steckdose hier, ja schön offen gehalten. Jetzt schaut euch das mal zusammen nochmal an mit mir, rahmenloser Innenspiegel. Und Jessie kommt jetzt mal rein, würde ich einfach sagen. Und ja, jetzt mache ich mal an hier vielleicht einfach und wir sprechen vorne über dieses kleine digitale Cockpit. Wo verstellt man das? Das verstellt man hier an diesem Punkt. Hier könnt ihr die Tankklappe zum Beispiel auch öffnen oder die Vorklimatisierung einstellen. Und jetzt verändere ich das oben mal für euch.
Schaut lieber oben rein, das ist besser. Genau, so habt ihr genau meinen Blick. So, was haben wir hier? Hier haben wir dann die Anzeige fürs Rekuperieren, wie viel Energie wir ausgeben. Nochmal eine andere Anzeige, zum Beispiel mit den Assistenten. Navikarte groß ist mein Favorite zum Beispiel. Oder hier den Füllzustand vom Akku, finde ich auch gut. Wir haben hier nicht GT drin, sondern eine kleine Variante, heißt, wir haben ja kein 3D-Cockpit hier, was interessant ist. Und das Lenkrad haben wir hier die Gangwahlhebel für die 8-Gang-Automatik. Hier steuert man die Assistenten. Peugeot-Logo sehr prominent hier. Sprachsteuerung zum Beispiel hier lauter, leiser im Lenkrad. Und ich finde ja, dass es ganz gut in der Hand liegt. Und da oben habe ich euch jetzt alles gezeigt. Man sieht da auch gut drauf. Tolle Grafiken hier teilweise drin. Und wenn wir jetzt dieses System hier anschauen, haben wir hier den Display und drunter haben wir diese Toggle. Die Toggle könnt ihr frei verstellen, zum Beispiel hier drauf drücken. Dafür müsst ihr jetzt zum Beispiel, ich mache das mal mit euch, ins Navi rein, schaut mal hier, und dann könnt man direkt zum Beispiel losfahren. Oder ihr geht hier zurück in die Navigation rein und dann drückt ihr hier mal lange drauf und dann passiert was Interessantes. Da könnt ihr zum Beispiel Orte rein konfigurieren, wie nach Hause, und hättet dann hier immer nach Hause stehen. Bei der Klima könnt ihr das Gleiche machen oder ihr nutzt es halt als Short-Knöpfe. Hier könnt ihr die Klima dann stärker oder weniger stark stellen und hier das Mirror Screening für Apple CarPlay oder Android Auto machen. Hier habt ihr alles zum Auto nochmal mit den Knöpfen hier unten, habt dann die Verknüpfung. Funktionen zum Beispiel, Hinderniserkennung, Querverkehrwarner, Spurhalteassistent, Straßenschilder, Verkehrszeichenerkennung machen wir jetzt mal an. Und wenn ihr nicht checkt, wie es funktioniert, ja, dann könnt ihr euch zum Beispiel den Drive Assist hier einfach anzeigen und das Auto erklärt euch dann, ja, wie es funktioniert, könnt ihr euch dann da anschauen. Dann, wenn man lauter macht, hat man dann auch noch eine Erklärung quasi über die Sprache. Ich habe euch im Studio schon sehr viel zum System gezeigt. Was spannend ist, ihr habt hier so verschiedene Seiten, die ihr euch frei konfigurieren könnt. Zum Beispiel, oder meine Lieblingsansicht ist eigentlich die mit den Apps dann hier, da habt ihr alles. ADAS, das sind die Assistenten, da waren wir schon drauf. App-Liste haben wir dann hier. Ganz spannend ist noch die Energieanzeige, weil da haben wir dann Energiefluss hier zum Beispiel, sehen wir dann gleich beim Fahren. Ne? Elektrisch ist jetzt hier, Statistiken habt ihr dann hier zum Verbrauch, die gut sind. Könnt hier das Ladentime oder habt den eSafe-Modus. Wenn ihr den anmacht, könnt ihr dann den Akku entweder halten auf 10, 20 Kilometer oder ja, eine maximale Reichweite quasi vorkonfigurieren, was gut ist. Und wenn ihr dann hier die App-Ansicht habt, habt ihr hier vielleicht noch ganz spannend eben die Navikarte. Schaut mal, das ist sehr schnell. Ihr könnt euch da flexibel drin bewegen oder eigene Orte hinzufügen. Mit OK Peugeot habt ihr eine Sprachsteuerung, die ihr benutzen könnt. Mache ich jetzt mal nicht, weil manchmal geht es schief und dann muss ich das ganze Video wieder quer rumschneiden. Ja, aber das ist dieses System sehr flexibel. Was dann vielleicht noch schön ist, sind ja, die Einstellungen hier, wenn man da mal reingeht, weil da kann man dann Anpassungen machen, zum Beispiel, Anpassungen machen. Die Innenraumfarbe, die Bildschirmfarbe könnt ihr hier verstellen, zum Beispiel so ein Grün oder einem Grau. Ich könnte wirklich eine Stunde lang Video hier zum Innenraum nur machen. Anzeige anpassen könnt ihr dann da vorne machen. Da seht ihr dann ja fürs digitale Cockpit, wie sich hier alles verändern könnt. Oder ihr könnt Einstellungen genau anpassen, Touchscreen anpassen, habt ihr dann hier die verschiedenen Layouts. Oder könnt hier da vorne anpassen und seht dann, was ich euch schon gezeigt habe. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir hier auch die Fahrmodi, elektrisch, Hybrid, Sport drin. Würde ich sagen, ist es an der Zeit, einfach mal loszufahren. Jetzt haben wir eine schöne Straße gefunden und ganz ehrlich, ihr könnt ja auch kaum mehr abwarten. Ihr schaut das Video bestimmt nur, weil ihr wissen wollt, wie der sich fährt. Oder vielleicht auch wegen dem Rest, keine Ahnung. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Jetzt mache ich das Auto hier an. Und natürlich ganz großartig ist das hier. Das war bei uns ein TikTok-Knaller, kann man erstmal sagen. Nach Hause bestätigen. Jetzt ziehen wir hier nach unten und vorne sieht man dann Hybrid-Modus. Und was man erstmal merkt, ist, dass man lautlos losfährt. Das ist großartig. Rein elektrisch fährt man hier. Ne? Und jetzt bremse ich mal ab. Wir beschleunigen auf 100 durch. Und dann habt ihr schon mal einen Einblick, was jetzt passiert. Ne? Der Elektromotor und der Verbrenner kommen dazu. Oh,
Genau, und jetzt haben wir natürlich auch die Rekuperation. Dafür schalte ich hier vorne mal dann in der App-Liste auf Energie und dann haben wir hier die Energieflussanzeige. Was passiert also? Gehe ich jetzt vom Gas, rekuperiert der. Ihr seht hier vorne, der E-Motor dient andersrum als Generator, lädt den Akku wieder auf. Und es gibt auch einen verstärkten Modus. Hier unten drücke ich also auf B, bremst er stärker ab. Also laden wir schneller wieder auf, was echt gut ist. Und da merkt ihr auch schon hier, das wird beim Beschleunigen so ein bisschen rauer, aber der Beschleunigung 7,7 Sekunden auf 100, was ganz gut ist. Vor allem sind es nur 0,1 Sekunden langsamer, als die Version eben braucht, ja, die 225 PS hat. Wir haben ja hier 180 PS, alles über die Front. Und wenn man jetzt hier mal so ein bisschen kurvig fährt, merkt man schon, ja, der wiegt ein bisschen mehr, ist aber wirklich ganz gut abgestimmt. Wir haben hier auch das Lenkrad, muss man sich dran gewöhnen, so tief. Aber wenn man das mal so in der Hand hat, finde ich es echt dynamisch und dann macht es auch einigermaßen Spaß. Bremsen klappt auch gut, vor allem hier in der Stadt mit der Rekuperation natürlich schön. Und wenn man es hier so ein bisschen schneller fährt, ja, kann man mit dem einen oder anderen Ferrari hier mithalten, was mir sehr viel Spaß macht. Und vor allem dann fährt man eine Ampel hin, rekuperiert man und das ist gut. Was jetzt spannend ist, ist hier vorne fahren wir rein elektrisch. Jetzt können wir den dazu zwingen, dass der elektrisch fährt. Angegeben ist die Reichweite mit etwa 60 Kilometer und wir sind heute tatsächlich 55 Kilometer weit gekommen. Das sind natürlich nahezu ideale Bedingungen. Wir haben viel gebremst und so, das war wirklich gut und das macht natürlich dann Spaß, wenn man das Auto zu Hause oder auf der Arbeit laden kann, ist das ein wirklich toller Fall, wo man sehr günstig und ökonomisch oder ökologisch unterwegs sein kann, finde ich zumindest. Und dann haben wir noch einen Modus, das war jetzt auch ein bisschen fies fürs Auto, wenn wir hier vorne das mal verstellen, wo wir dann in Sport schalten und da haben wir dann die vollen 360 Newtonmeter. Ja, und da ist es dann natürlich schon echt ein Genuss, das Auto zu fahren. Die Dämpfung ist eher komfortabel. Also die Auslegung vom Auto ist für mich eher in Richtung Komfort mit einer Prise Sportlichkeit als andersrum vielleicht. Aber das finde ich ganz praktisch und vor allem eigentlich auch ganz stimmig für so ein Kombi. Und wenn man dann will, hier im Sportmodus, ich bremse jetzt nochmal ab, da rekuperiere ich natürlich. Ja, beschleunige ich nochmal durch und jetzt im Sportmodus, stempelt vorne nicht rein, Straße ist auch trocken, beschleunigen wir mal auf 100 durch, 100. Und was dann noch toll ist, machen wir hier die Assistenten rein, drücken hier auf hoch, hält der quasi die Geschwindigkeit zum Vordermann, hält die Spur, ich kann die Hände einfach wegmachen und so auf der Autobahn schön unterwegs sein. Wir haben das gemacht, wir sind auf der Autobahn 130 gefahren, schneller darf man ja in Frankreich nicht und der war sehr angenehm, komfortabel, leise, Federung gut, kaum Windgeräusche hier drin, aber euch interessiert ja dann immer, ja, sag mal Jan, was hast du denn gebraucht? Jetzt sag mal ehrlich, angegeben ist das Auto hier mit 1,1 Liter, 15 Kilowattstunden Strom. Also wenn wir nur rein elektrisch gefahren sind, was wir jetzt ja hier machen, elektrisch, dann haben wir so knapp unter 30 Kilowattstunden Strom gebraucht, was gut ist. Natürlich stark aufs Fahrprofil an, wie sehr man bremst, wie viel man rekuperiert dann wieder. Haben wir das hybridisch gemacht, also hier kombiniert, wo das Auto sich das selbst aussucht, haben wir ja 4, 5 Liter gebraucht, je nachdem wie wir wieder gefahren sind. Haben wir in den Sportmodus gestellt und haben gesagt, so heute scheiß mal auf alles. Dann haben wir auch mal an die 7, 8 Liter gebraucht. Aber das ist halt ein echt guter Verbrauch, der mit dem Diesel, wenn man ein bisschen drauf schaut, echt mithalten kann oder eben halt sehr sparsam sein kann. Und wenn ihr da vorne hinschaut, wenn man jetzt mal wieder elektrisch fährt, ne, dann kann man natürlich hier, wenn man dann hier in so einen Kreisverkehr oder an eine Ampel hinfährt, toll rekuperieren. Das macht dann auch ein bisschen Spaß, würde ich sagen. Und das Auto hier im Stadtverkehr ist natürlich schnell, einigermaßen wendig, hat einen relativ tiefen Schwerpunkt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr halt bei der 8-Gang-Automatik hier an den Schaltpedalen auch ein bisschen eingreifen und seid dann deutlich früher am Gas. Was auch schön ist, ist so dieser Schleifpunkt. Elektrisches Fahren, Verbrennerfahren ist kaum merklich hier drin. Ne? Auch das Rekuperieren und wieder Gas geben ist eigentlich kaum merklich hier drin und macht dann schon viel Spaß, wenn man mal hier schneller eine Kurve fährt. Dann ist der auch ganz stabil, selbst wenn man mal hier zu schnell in eine Kurve bremst, dann funktioniert der ganz gut und ja, das macht dieses Auto dann vor allem in der Stadt hier sehr dynamisch, wobei man auch sagen, man muss
man muss hier aufpassen, Schildererkennung ist hier drin, City-Notbremsassistent ist hier drin, Querverkehrwarner hinten ist hier drin und in der Stadt macht einem das Leben dann ja in Verbindung mit der Rückfahrkamera dann doch relativ einfach. Jetzt mache ich mal was, glaube ich, total Verbotenes. Ich fahre hier hoch und zeige euch nochmal schnell die Rückfahrkamera, weil, naja, die müsst ihr ja auch gesehen haben, oder? So sieht sie aus, die ist sehr klar, wie ich finde. Ja, und ja, dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht hier ins französische Gefängnis komme. Was wir machen, ist zurückfahren, hört ihr eine Blinker übrigens, zu unserem Flughafen und dann gibt es von mir ein buschiges Fazit. Kommen wir zum Fazit und die wichtigste Frage heute ist, muss sich der VW Golf oder der VW Golf Variant warm anziehen? Naja, hier hat es fast 30 Grad, ne? In Wolfsburg so eher so wahrscheinlich Grad 8. Und natürlich muss er sich warm anziehen, denn die Franzosen haben sich optisch mit diesem Auto so richtig was getraut. Der Nutzwert ist hoch, wir haben viele Motorvarianten, wir haben 2 PHEV-Varianten. Vielleicht kommt ja noch eine reine E-Version, wer weiß es, der Innenraum ist modern, bedienbar, stürzt nicht ab beim Fahren, es gibt viele Assistenten. Das ist richtig gut, was dieses Auto kann. Und wenn wir jetzt einmal hier ganz drum rumgegangen sind, seht ihr auch schon, wie groß es ist. Ich bin ja echt immer begeistert, weil wenn man so einen Golf 1 sieht, wie klein der war, oder dann so ein Peugeot 308, dann ist eigentlich die Größe von der kompakten hin zur Mittelklasse gewachsen. Ob das immer so gut ist für die Umwelt, weiß ich auch nicht, aber die Leute haben halt einen gehobenen Anspruch an Raum, an Nutzwert und das bekommen wir hier ganz einfach abgebildet. Kofferraum riesig, Leute, die vielleicht mehr Optik wollen, nehmen die Limo, Leute, die mehr Platz wollen, nehmen hier natürlich den SW. Und jetzt geht es so ein bisschen um die Preise. Und die hat Peugeot lange für sich behalten. Ausstattungsvarianten habe ich euch auch erzählt. Hier ist die mittlere drin. Das Auto beginnt bei einem Preis von 24.700. Wollt ihr den Diesel, landet er bei 29.700. Wollt ihr den PHEV, ja, dann beginnt er bei 37.900. Der kleine, wie er hier steht. Und wollt ihr den großen Plug-in-Hybrid mit den 225 PS, ja, dann zahlt er mindestens 45.550 €. Das ist interessant. Was sich natürlich auszahlen wird, ist Leasing. Und da schaut ihr gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gerne vorbei, ist eine gute Sache. Ja, hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Abonniert den Kanal, denn hier gibt es halt die besten Auto-Reviews der Welt. The Car Crash Goat. Review Goat, macht das, ist eine gute Sache, von Chassis oder mir jeden Tag ein Auto vorgestellt. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald. Hoffentlich wieder in Frankreich, oder? Gut.